Warum ist der richtige Bodengrundaufbau so essentiell wichtig für ein funktionierendes Aquarium? Zum richtigen Bodengrundaufbau gehört ein Nährboden und darüber eine Kiesschicht. Oder es gibt auch noch eine andere Variante, einmal ein Soil, da braucht ihr wirklich nur den Soil. Warum brauchen eure Pflanzen jetzt zum Beispiel Nährboden? Es ist so, ein Teil der Nährstoffe nimmt die Pflanze über die Wurzeln auf, also über die Füße, und ein anderer Teil nimmt die Pflanze übers Blattwerk auf, also über Flüssigdünger, was ihr ins Aquarium zugibt. Jetzt ist es so, beim Soil, das ist so ein Hybrid, das ist eine Mischung zwischen Nährboden und Kies in einem, hat allerdings auch wasserverhindernde Eigenschaften, also der Soil entzieht eurem Wasser die Carbonathärte, macht euer Wasser weicher. Natürlich Leute, die hartes Wasser haben, ist das super. Hat allerdings auch noch einen Nachteil, er hat nicht so eine hohe Standzeit, wie jetzt, wenn ich so ein klassisches System nehme, wie mit Nährboden. Hier zum Beispiel habe ich unseren neuen Deponit Mix Black und darüber schwarzen Kies. Bevor ich euch jetzt zeige, wie man einen Bodengrund richtig aufbaut, wie man da vorgeht, möchte ich euch noch mal kurz den wesentlichen Unterschied zum Deponit Mix Black mit schwarzem Kies zeigen, zu unserem normalen Professional Deponit Mix und heller Kies. Also für Leute, die gern hellen Kies im Aquarium hätten, würde ich euch den Professional empfehlen, den normalen Deponit Mix Professional 9 in 1. Leute, die dunklen Kies im Aquarium haben, dunkelgrau oder schwarz, würde ich Deponit Mix Black empfehlen. Prinzipiell kann man rechnen 1,5 cm bis 3,5 cm Nährboden. Das kommt natürlich immer auf die Grundfläche des Aquariums an. Je größer die Grundfläche, umso mehr Nährboden würde ich euch empfehlen. Und dann 3,5 bis 6 cm Kies. Das ist vollkommen ausreichend, somit können die Pflanzen sich auch gut festhalten und schwimmen nicht weg. Jetzt beim Soil ist es ein bisschen anders. Den könnt ihr füllen so hoch wie es geht. Also die ganzen Aquascaper nehmen ja Soil und da gibt es Leute, das habe ich selber auch schon gemacht, habe ihn fast bis an die Kante vom Glas befüllt und habe das dann mit Vordergrundpflanzen bepflanzt. Das hat auch super funktioniert. Jetzt ein kleiner Tipp von mir für die Leute, die jetzt halt nicht unseren Deponit Mix Black oder unseren Professional nehmen, für die Leute, die einen Soil verwenden oder unser Nano Deponit Mix oder unser Nutri-Basis. Für die Leute würde ich empfehlen, unsere FB1 Starterbakterien. Damit bringt ihr euer Bodengrundmilieu richtig in Schwung. Bei unserem Professional Deponit Mix und bei unserem Deponit Mix Black sind die schon dabei. Also der Boden ist auch feucht und da sind schon die notwendigen Mikroorganismen mit dabei. Wie gesagt, für alle anderen, das Zeug könnt ihr einfach auf die Bodenscheibe streuen und darüber euer Nährboden oder euer Kies oder Nährboden oder Soil euren Aufbau machen. Als ich mich für dieses Video vorbereitet habe, habe ich natürlich auch im Netz geguckt, in verschiedenen Foren, welche Aussagen gibt es in Bezug zu Nährboden im Aquarium. Da habe ich auch einige Sachen gelesen, wo Leute geschrieben haben, ja, mein Aquarium wächst auch ohne Nährboden, nur mit Kies. Diese Aussage ist nur bedingt richtig. Und zwar, wenn bei einer Pflanze ein Teil fehlt, also ein Teil Nährstoff fehlt, würde sie wachsen, aber sie würde nicht gesund wachsen. Also sie würde nicht ihre Arbeit so vollrichten, wie wenn sie gesund wäre. Das könnt ihr euch vorstellen, wie wenn ihr jetzt hingeht und ab jetzt nur noch Fastfood isst. Ihr isst ungesund, ihr trinkt nur noch süße Limo, isst nur noch süß und kein Obst und kein Gemüse mehr. Ihr würdet nach kurz oder lang würdet ihr auch krank werden und ihr hättet Probleme. Ihr würdet irgendwelche Mangelerscheinungen bekommen und euch wird es einfach schlecht gehen. Und so ist es im Aquarium auch. Wenn ich meine Pflanzen und meine Tiere mit allem Notwendigen versorge, was sie brauchen, dann machen sie auch ihre Arbeit richtig. Natürlich, die Tiere machen keine Arbeit, die machen uns einfach Freude, aber die würden dann einfach gesund bleiben. Zum Schluss möchte ich euch noch 2 Tipps geben. Ihr habt jetzt euren Nährboden eingebracht, ihr habt jetzt euren Kies eingebracht oder euren Soil. Kleiner Tipp von mir, wenn ihr ein Aquarium einrichtet und es ist eventuell nicht so tief, könnt ihr von vorne nach hinten ansteigend befüllen, dann wirkt euer Aquarium tiefer. Wenn ihr Steine in euer Aquarium einbringen wollt oder in euer Layout integrieren wollt, geht nicht hin, legt einfach nur einen Stein drauf. Jetzt hier der Kiesel, das sieht immer aus wie einfach nur draufgelegt. Geht einfach hin und drückt ihn ein bisschen an, modelliert ihn ein bisschen an
und eventuell noch mit ein, zwei kleineren Steinen ein bisschen arrangieren. Somit habt ihr zwar den gleichen Stein, aber ihr habt ein viel natürlich und somit habt ihr ein viel schöneres Ergebnis. Wenn ihr noch mehr über Nährboden wissen möchtet, verlinke ich euch hier oben. Da haben wir schon mal ein Video über Nährboden gedreht. Da wird nochmal alles explizit erklärt, warum Nährboden, was er kann und wofür er gut ist. Und ansonsten war es das von meiner Seite für heute. Ich bedanke mich für euer Zuschauen. Wenn euch das Video gefallen hat, Daumen nach oben. Schreibt in die Kommentare, was ihr noch gerne wissen möchtet. Und schaut bei uns auf Facebook und Instagram vorbei. Bis dann, ciao!